Der Carrado i339, ein voll integrierter, ja, zum kleinen Preis. Preise und so weiter schreibe ich in die Beschreibung mit rein. Hier ist Patricia, grüß dich. Wir sind bei Palmowski in Bielefeld. Ja, ist wunderschön hier. Mit einer Ausstellung am Freitag. Es füllt sich schon langsam, denn Freitag und Samstag sind hier schon Kampftage. Viele Menschen kommen, schauen sich Reisemobile an und wir schauen heute mal nach dem Carrado i339. Ein voll integrierter, wie er hier steht, ist er bereits verkauft. Muss man direkt dazu sagen. Voll integriert, komm mal kurz mit. Du hast es gelernt, was heißt das? Voll integriert bedeutet, dass man keine Abtrennung zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich erkennt. Du hattest bis vor 4 Wochen noch gar keine Ahnung von Wohnmobilen. Richtig. Könntest du langsam als Verkäuferin hier anfangen, denn das ist ein teilintegrierter. Ich zeige mal hier, da ist das Fahrerhaus und der Aufbau, der ist dann quasi, ja, das Fahrerhaus ist einzeln, der Aufbau ist einzeln und das ist der vollintegrierte. Hier habe ich also meine komplette, ich sag mal, mein komplettes Fahrzeug aus einem Guss, wie so ein Bus, ein kleiner. Ja, das stimmt. So, hier vorne ist die Schnauze, wie man schön sieht. Auch schick. Ich glaube, das wollen die Leute auch, weil wenn man gleich mal reingeht, da wird man sehen, der Ausblick von innen nach außen, das ist kein Vergleich mit dem Teilintegrierten. Denn die Scheibe allein schon, die ist riesig. Und so richtige Buswischer. Ja, das stimmt. So, wir gucken mal rein. Hier oben kann ich komplett reingucken. Ich kann auch zumachen. Hier vorne habe ich eine Verdunklung an der Seite drin, die ich einfach zumachen kann mit Magneten. Und natürlich ein LED-Licht von Hella eingebaut, das ich uns auch mit drin habe. Schick, schick, schick. Ja, kleiner Preis. Das werden wir gleich mal sehen. Das Schöne ist, dass ich auch an der Fahrertür oder auf der Fahrerseite eine eigene Tür habe. Und ja, ich gehe mal ganz kurz nochmal ins Auto rum, dann sehen wir das am besten, wie das Ganze aufgebaut ist. Die Markise ist in dem Fall mit drin. Da gibt es aber auch noch so ein spezielles Paket, was Palmowski anbietet für 1 Euro. Vielleicht das Hinweis, wir haben kein Geld bekommen fürs Video, keine Vergütung, keine Anreize, waren auf eigene Kosten hier und berichten einfach mal über, ich nenne es mal, preiswerte Wohnmobile, die eine gute Ausstattung haben. Muss ja nicht immer gleich 100.000 Euro kosten. So, der Fahrradträger ist drauf. Du weißt, wie es geht mit dem Fahrradträger? Nee. Jetzt darfst du mal ran. Oh Gott. Einfach mal probieren. Boah. Jetzt hast du mich, ich habe keine Ahnung. Guck doch mal ein bisschen. Also hier kann ich irgendwas aufschrauben? Nee, voll. Nee. Kalt. 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 Okay, geh mal mit der Hand irgendwo hin. Wärmer. Wärmer? Ja. Aber ich kann dafür gar nichts machen. Na, höher, höher. Wärmer. Noch wärmer. Warm, ganz heiß. Okay. Das ist so schön zu sehen. Wir haben es nicht geübt. Zieh mal feste zu dir. Okay. Feste, feste. Und drücken. Stopp, warte. Ganz kurz. Da vorne, das mal rausholen bitte. Nochmal hoch. Ja. Genau. Hoch, nochmal, ganz hoch. Und jetzt die Schlaufe rausholen. Siehst du die kleine da, die im Weg ist, auf beiden Seiten? Siehst du, da ist eine Schlaufe. Einfach drücken. So reindrücken. Nee, da so reindrücken. So, jetzt leicht gleich hochkommen lassen. Und loslassen. Okay. So, und das gleiche auf der anderen Seite. Quasi das einfach nur wegdrücken. Genau, das ein bisschen wegdrücken, drunter durchmachen. So, jetzt kannst du den Radträger, das da unten fixieren, indem du es einfach durchschlaufst und klack, klack, klack machst. Mach mal. So, und dann kann der nicht mehr in die andere Richtung. Das da schenken wir uns auf der Seite. So, wie würdest du denn jetzt die Fahrräder festmachen? Naja, man hat hier noch eine Befestigungsmöglichkeit. Das ist echt fies. Ich habe mir das noch nie so richtig angeguckt. Immer nur so beim Vorbeifahren auf der Autobahn. Aber so richtig. Gut, ich mache dem Spiel ein böses, also ein kleines Ende. Hier vorne ist normalerweise ein Halter dran. Also wenn du die jetzt hier festmachen würdest, da kommen ja die Reifen rein. Okay. So, wenn du die aber jetzt festmachen würdest, hättest du ja das Problem, es wird ja umfallen. Ja. So, und deswegen gibt es hier vorne so eine kleine Klemme, die wird dann reingemacht. Aha. Und da gibt es mehrere Klemmentiefen. Und da kannst du dann bis zu 3 Fahrräder drauf machen. Ach ja. Meistens um die 60 Kilo kannst du drauf machen. Ich gucke mal gerade, was hier drauf steht. 10,4 Kilo Eigengewicht und maximal 60 Kilo ist die Nutzlast, die drauf ist. Cool. Ja. Schön ist es. Ja, wir gucken mal ganz kurz in den Kofferraum. Haben wir schon reingeguckt? Gerade eben? Ja, haben wir schon gemacht. Hier haben wir. Ja, jetzt gucken wir gerade noch mal rein. So sieht es aus. Die Kurbel ist drin für die Markise. Hier ist uns das Zusatzset, falls du mal eine Panne hast und Co.
Da ist dann so, ich sag mal, Warndreieck und sowas drin. Und die Zooösen. Gut, jetzt stelle ich die Frage, warum ist denn da hinten so ein Ding drin? Da das Holz, der Holzverschlag hin. Da ist wahrscheinlich entweder irgendwas Elektronisches drin. Sollen wir gleich mal gucken? Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal rein, denn das hat wahrscheinlich einen Grund. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit der Bettform zu tun. Also das ist übrigens dieses Zuberpaket für Carrado Reisemobile. Auf Wunsch 5 Jahre Garantie mit Neuwagen-Anschlussgarantie. Oder nur 1 Euro. Wie genau, das müsst ihr einfach fragen. So, tiefer Einstieg, haben wir schon berichtet. Genau, also hier kommt man super leicht rein. Ich denke, man kann aber eventuell noch eine Stufe unten dran machen. Breite Aufbautür, die ist breiter wie die kleinsten, die wir gesehen haben. Da oben ist integriert einmal der Halter und natürlich das Fliegengitter. Großer Spiegel am Eingang. Genau. Und natürlich schon die indirekte Beleuchtung. Guck mal hier am Eingang hinter dir. Schau mal. Siehst du, da die Leuchtleiste? Voll schön. Sowieso, wenn man hier steht, hat man das Gefühl, es ist richtig hell. Ja, also und auch diese, ja, also ich bin wirklich ein Fan von diesem weißen Material, von diesen weißen Sitzen. Das wirkt halt einfach hell. So ist es. Oben habe ich noch Halter drin, einen riesengroßen Spiegel. Hier oben habe ich übrigens noch so einen Haltegriff, wenn ich aussteigen möchte. Ich glaube, wenn ich nicht so gut zu Fuß bin, überhaupt, ja, ist immer besser, man hält sich mal fest. Ja. Was fällt dir denn schon mal direkt auf? Wenn du mal so, wir haben ja viel gesehen. Wir haben hier ein Hubbett. Meinst du, das ist elektrisch? Nee. Nee. Das ist mechanisch. So, das würde aber ein Problem werden. Warum? Das haben wir ja schon gelernt. Wegen den Sitzen. Die muss man wahrscheinlich erst einklappen. Genau. Ich muss sagen, ich habe ungefähr genauso viel Ahnung gehabt wie du, ganz am Anfang, dass man die einklappen muss. Der Platz ist schon riesig hier. Wenn du hier mal rausguckst, also du hast richtig Panoramablick. Ja, und man hat hier auch die Möglichkeit, sich wirklich face-to-face zu setzen. Das ist krass, ich habe das Gefühl, das Auto besteht nur aus Glas. Ja. Also du guckst, guck mal hier, ich schwenke jetzt mal hier rüber, Glas. Elektrischer Fensterhebel ist übrigens in der Tür. Glas. Glas. So, dann geht's weiter. Dann gehe ich hier ins Bad. Wow. Ein großes Queensbett mit drin und ein Hubbett mit drin. Und jetzt wissen wir, warum da in der Garage das Holz ist. Das ist wahrscheinlich wegen unten dem Schrank, ne? Die Ausbuchtung, gell? Genau. Ja, von dem Schrank. Da, siehst du hier unten. Da ist wahrscheinlich die Heizung drin. Das könnte gut sein. Ja. Ich tippe mal auf die Heizung. So, und hier oben hast du einen großen Schrank. Sollen wir hier mal anfangen? Wir können hier mal anfangen, ja. Machen wir den Schrank auf. Großer Kleiderschrank. Auch hier hast du noch Platz, 1,67. Du bist auf der höchsten Stufe. Genau, ich bin jetzt auf der höchsten Stufe. Hab hier wirklich noch Platz über dem Kopf. So, und da ist eine Kleiderstange drin. Die ist auch witzig. Guck mal, die ist innen mit Gummi verkleidet. Du weißt warum? Nee, verrat's mir. Überleg mal. Keine Ahnung. Ach komm. Damit die Kleiderbügel nicht nebeneinander klappern. Ja, das ist nämlich, wenn du das hast. Ach ja, dann kann man hier... Ja, und ist ja schon mal, genau, du hast jetzt ja zum Beispiel jetzt mehrere Kleiderbügel nebeneinander und während der Fahrt so hin und her, dann fangen die an zu klappern. Und da kannst du die jeweils einzeln einhängen. Ja. Eigentlich ein Abwasserschlauch, der einfach nur drüber gemacht ist. Patricia, leg dich mal kurz aufs Bett drauf, dass wir mal sehen. Deswegen gab es viele Kommentare. Patricia, leg dich mal aufs Bett, mach mal das, mach mal das. Es geht darum nicht, dass ich dir jetzt Befehle gebe, sondern ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir zeigen, wie groß die Sachen sind. Und wenn du nichts daneben machst, dann ist immer ein Problem im Video, du kannst es dir nicht vorstellen. Und da du mit 1,67 bist du schon eine Durchschnittsfrau, kann man das sagen? Würde ich so sagen, ja. Ich denke so 1,65, 1,67 würde ich jetzt einfach mal schätzen. So groß sind die meisten Frauen. Und es geht ja auch darum, einfach zu zeigen, was kann das Fahrzeug, wie gemütlich sind die Matratzen. Und ja, wir haben aber ja auch ganz viele Kommentare bekommen, die das richtig gut finden, das Konzept. Und Nee, weil ich dich immer so behandle, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Ich muss dir auch Regieanweisungen geben, damit du weißt, was ich will. Oft weißt du das ja schon, aber dann heißt dann immer... Auch nicht böse. Ehrlich nicht? Du studierst auch was, nämlich tatsächlich Journalismus, hast eine Radio-Moderationsausbildung, bist beim Radiosender,
Vielleicht demnächst ja beim Neuen. Wir wollen ja noch nicht die Katze aus dem Sack lassen. In einer ganz großen Stadt in Deutschland. Und ja, aber wichtig ist einfach mal zu zeigen, so geht's. Dass du dabei auch noch gut aussiehst, ist ja kein Nachteil, wie die meisten Männer festgestellt haben. Dankeschön. Denn die freuen sich nämlich schon allein zu gucken wegen dir. Das ist so die Erfahrung. Aber Camping war für dich ganz neu damals? Ja, auf jeden Fall. Also diese 11 Tage auf der Messe, ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich lese mir so gut wie es geht auch alle Kommentare durch und finde das super, wenn Leute schreiben, dass sie mich mögen, dass sie das auch teilweise wegen mir gucken. Da fühle ich mich immer ganz geehrt, ja. Ja, ist vielleicht, wenn so ein alter Mann wie ich dann immer irgendwelche Kommentare abgibt, ja, da lese ich immer, der alte Chauvinist, ja, und dann sage ich bloß immer, es geht doch, ich meine, es geht doch in Beziehungen, wenn du jetzt hier im Camping bist, ich bin ja selber verheiratet, ja, Frauen und so, die Frauen sind auch nicht ganz einfach, die Männer ja auch nicht, muss man sagen. Und wenn man dann auf so engem Raum zusammen ist, dann sind so Sachen wie, das Bad ist richtig groß, der Kleiderschrank ist richtig groß und das natürlich ein großer Kleiderschrank. Ganz ehrlich, der interessiert mich nicht so sehr. Aber wenn du halt Kleider dabei hast, willst mal in die Oper gehen, willst dich ordentlich mal anziehen, können die Männer nicht verstehen im Camping. Aber als Frau will man ja morgens geschminkt sein, man will ja ordentlich aussehen. Also zumindest die Morgenroutine mal, die man sein ganzes Leben macht, auf die will man ja nicht verzichten. Ja, das stimmt. Man hat ja auch immer so ein Ritual, bevor man zu Bett geht. Also deswegen, man braucht halt einfach viel, viel Platz und ja, ich denke, das ist wirklich, ich meine, man fährt ja jetzt auch nicht nur ein paar Tage, manche fahren ja Monate und da muss man sich halt auch richtig wohlfühlen. So ist es, ja. Deswegen gibt es einzelne Bereiche. Ja, leg dich mal so richtig hin, mal so komplett, dass man mal sieht, wie lang du bist. Jetzt, wo wir ja die Leute aufgeklärt haben, da geht noch was, oder? Nach hinten. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt mit den Schuhen noch draußen. Nee, das ist aber kein Problem. Da ist eine Folie drauf, kannst ruhig mal drauf gehen. Das ist komplett geschützt, kann nichts passieren. So, und jetzt bist du 1,67 Meter am Ende. Jetzt schläft man aber nicht wie so eine Ölgötze, oder? Genau. Also die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, schlafen. Mach mal, wie du so schläfst. Och, wie süß. Sag mal. Ist aber so. Das heißt, die meisten haben ja so leicht angewendelt die Embryonalstellung, die da ist. Und da können also auch Leute, die 1,80 Meter sind, prima drauf. Und es ist größer, als man denkt, weil man braucht ja den meisten Platz ja hinten und nicht vorne. Das heißt also, die Beine selber, die nehmen ja nicht so viel Platz weg. Jetzt kommt aber der Riesenvorteil, wenn du dich mal kurz hinsetzt und zum Aussteigen. Und das ist ultra bequem. Das heißt, man kann wie im Hotel. Das stimmt. Also man muss jetzt nicht irgendwie aufpassen, dass man irgendwo runterfällt. Man kann einfach die Beine rausmachen und dann steht man eigentlich schon. Schön. Ja, zweiter Kleiderschrank auf der Seite. Gardinen habe ich mit dabei, die uns nicht verteufeln, sehr praktisch sind. Hier kann ich nämlich zumachen. Mach mal zu. Dann kann keiner reingucken. Und das funktioniert richtig gut. Und damit ist der Blick von außen nach innen schon mal verdeckt. Aber Und hier habe ich auch noch. ja, das ist ein Vorhang, den kannst du übrigens kannst du zumachen. hier. Mach mal. Da kann man nämlich, wenn man mal so eine Ruhe haben möchte, auch zumachen. Und jetzt kommt es noch besser. Das wäre zum Beispiel dann ganz wichtig, wenn ich Besuch habe und möchte nicht, dass die in mein Schlafzimmer gucken, denn ich kann mit der Toilettentür nämlich das komplett abschließen. Mach mal zu. Tschüss. Oh, ich hoffe, da waren die Finger nicht drin. Nein, alles gut. Alles gut. So. Ja, und das ist schon praktisch. Zumachen, Feierabend. Das stimmt. Also man hat natürlich mit so einer stabilen Tür dann auch nochmal mehr Ruhe, sag ich jetzt mal. Wenn dann jemand schon in der Küche was kocht und man noch im Bett liegt, ja, dann kann man hier einfach zumachen. Dann hat man natürlich mehr seine Ruhe wie jetzt nur ein Vorhang. Oder die Kinder dabei sind. Ja. Oder so, Man ja. kann die nämlich abends schon mal da hinten schlafen legen. Genau. Und dann können sich die Eltern nämlich auf dem tollen Hubbett auch hinlegen abends. Ja, genau. Während die Kinder hinten kuscheln. Das ist so. Oder man kann einzeln das machen. Das Hubbett zeigen wir gleich mal. Jetzt zeigen wir zunächst mal die Dusche, denn Ja. die ist echt groß. Genau. Man muss ja auch immer sehen, Preis-Leistungs-Verhältnis von dem Fahrzeug. Ich glaube, ich muss das rausnehmen. Ja, es geht so. Also, Geht so? also unten ist ein Holz. Wenn du mal ganz kurz raustrittst, dann zeige ich es mal gerade. Ich erkläre es mal gerade. Ja. Da unten ist so ein Holz drin. Oder weißt du was, nimm's doch mal raus. Okay. Haben wir da. Das haben wir ja jetzt schon gelernt, warum. Ja, denn. Erklär mir warum. Damit die Türen halt einfach, also wenn das Holz da liegt, dann ist hier so eine Einbuchtung und dann können die Türen halt nicht hin und her fliegen. Ne? Während der Fahrt Genau. quasi. Und dann kann ich es rausmachen. Jetzt kann ich das Holz übrigens wieder reinlegen. Und dann kann ich den komplett stehen. So. So, an die Falltüren hast du dich schon gewöhnt. Ich glaube, man kann nicht viel kaputt machen. Mach mal zu, da ist, glaube ich, ein Magnetverschluss. So. Ja, und zu. Feierabend. Ist riesig, oder? Ja. Mach mal gerade oben drüber Kopf, Freiheit.
einfach mal hoch. Du kommst gar nicht richtig hoch, oder? Geht. Ja. So, das ist der Handtuchhalter. Ich komme dran, aber ich muss mich dann schon richtig strecken. Ne? So, mach nochmal auf. Also eigene richtig große Dusche, wo ich auch während der Fahrt mal auch was transportieren kann, was Leichtes. So, das wird jetzt Mach nochmal zu und dann habe ich jetzt wieder einen richtig tollen Einstieg. Brett wieder rein. Genau. Das war. Oben ist ein Fensterchen uns drin. Fenster kann man nie genug haben. Hast du es drin? Ich weiß nicht mehr, wie rum das war. Oh, ist nicht schlimm. Kommt gleich einer, der macht's dann. So. So, ich zeig's mal gerade. Da unten liegt's. So, das bleibt jetzt so da liegen. So, hier vorne habe ich Waschbecken, Genau, wahrscheinlich auch die Toilette. Raumbadgefühl jetzt. Guck mal, jetzt Und- habe ich auch hier einen Spiegel. Und jetzt kommt's. Wenn du dich jetzt fertig machst und einer schläft noch, Ja. jetzt kann man hier zuziehen. Guck mal. Genau. Und jetzt macht das nämlich Sinn. So, ich mach hier mal. Spreng ich jetzt mal ab. So, jetzt kannst du dich nämlich schon mal fertig machen. Mhm. Du weißt ja, dass viele Männer wollen ihre Frauen ja nur. War Spaß. So. Ein schlechter Scherz. Aber ist doch so, ich meine, man will ja echt seine Ruhe haben manchmal. Also Ja. wenn man. Also das auf jeden Fall. Jeder braucht irgendwo auch seine Privatsphäre. Ja. So. Okay, dann habe ich hier die Toilette. Da ist die Toilette. Augenblick, Haken. Das ist immer wichtig. Spiegelsatt. Guck mal, hier habe ich noch einen richtig großen Schrank. Die Toilette mit drehbarem Aufsatz. Genau. Kann ich mir in die Richtung drehen, sodass ich, wenn ich ganz lange Beine habe, wenn ich mal kurz draufsetze, dann kann man nämlich die Beine sehr, sehr schön strecken, auch wenn ich riesig bin. Kann also schön mein Geschäft machen und könnte zur Not auch die Tür auch zumachen. Mach mal zu. Gucken, ob das klappt bei dir. Bei dir klappt es auf jeden Fall. Und könnte komplett alleine mein Geschäft vollrichten, wenn ich das denn will. Ansonsten mache ich es auf nach meinem Raumbad. Kann dann einfach komplett öffnen und habe mich dann komplett abgetrennt. Hier vorne habe ich mehrere Handtuchhalter noch mit dabei. Ein großer Spiegel ist nochmal mit drin. Und Spiegel, Spiegel, Spiegel. Unten habe ich dieses Schienensystem mit drin. Da kann ich Sachen einhängen. Die Klopapierrolle und das Waschbecken. Okay. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Patricia, komm mal raus. Mach mal die Tür zu hinter dir. Mach mal da unten die Klappe auf. Ich will mal sehen, was da drin ist. Nee, guck mal unter dir. Ah, okay. Das Ding. Ich verlange heute einiges von dir. Ah, großer Stauraum nochmal. Ah ja, das kann ich hier wegnehmen. Da kann ich was reinlegen. Da ist übrigens, du weißt, was das schwarze Ding ist? Nein. Das ist der Frostwächter. Aha, Was ist der macht? nein. Der macht ab einer gewissen Temperatur, ich glaube 3 Grad oder so, das kann Okay. macht er einfach das Wasser auf, das läuft dann komplett aus Aha. und lässt das auf, damit also nicht das gefrieren kann innerhalb des Systems. So, zu. So, und jetzt bitte einmal, versuch mal gerade das Bett anzuheben. Ich will mal gerade was probieren. Ich habe nämlich so eine Vermutung. Also ich kann nur die Matratze. So, die Matratze kannst du anheben. Darunter kommt man nämlich da reingucken und da sind noch Schränke drin. Sag mir die Schränke bitte. Okay, da war nämlich die Heizung drin, siehst du? Ah ja, und das ist das, was in der Garage dann auch ist. Ja, ich glaube, das ist nochmal was anderes, aber es könnte auch der Wassertank sein. Okay. Das werden wir heute nicht klären können. Das ist nicht so schlimm. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Das hier ist unterbelüftet und wenn du mal ein bisschen mehr hochdrückst, der Punkt, wo nämlich der Popo und Co. ist, da ist dann nochmal ein Lattenrost drunter. Genau. Also ich denke, das sollte für einigen Komfort sorgen. Okay, danke. Schön. So, Kühlschrank, diesmal zweigeteilt. Ich habe einmal ein Gefrierfach oben Genau. und Kühlschrank unten. Das Ganze als Automatikversion von Tedford. Hier oben habe ich beim Bedienfeld. Rieseneisfach. Gell. Ed von Schleck. Weiß nicht, ob du das noch kennst. Nee. Brauner Bär, kennst du das? Das war früher mal ein Eis in den 70ern. Was gab es noch? Dolomiti? Da Nee? war ich noch flüssig. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich bin zu alt. Fernseher, den kann man uns da oben rausziehen. Praktisch. Und ja, da unten noch eine große Schublade. Was die kann. Eine Klappe? Klappe.
für schwere Sachen. Und natürlich die Küche, haben wir noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Ah, guck mal. Große Schränke. Das ist auch praktisch. Kann ich einfach so wegnehmen. Mülltrennsystem. Da ist übrigens nochmal der Abwasserschlauch, siehst du? Der oben drüber gemacht ist. Dann habe ich hier vorne Schränke. Auch richtig groß. Schränke. Wenn wir schon dabei sind. Die uns auch, glaube ich, automatisch schließen. Mach mal zu. Den einfach mal so halb zumachen, dann sollte er von selber kommen. Ja. Oh, klickt sogar zu. Mach mal hier. Cool. 3 Scharniere übrigens. Cool, oder? Das hört sich richtig gut an, ne? So, hier habe ich ein Besteckfach. Genau. Ein Auch 3 mit Saftlos. Flammen Kochfeld, aber diesmal mit einem gusseisernen Rost mit dabei. Macht so einen ganz wertigen Eindruck, kann man rausheben und dann reinigen. Und hier habe ich dann meine große Spüle. Vorsicht, Finger, nee, einfach hochklappen. Ach, ich hatte schon Angst, die Fingerkuppe weg. Da können wir keine Videos mehr drehen. Das ja, wie es dir geht. Hauptsache wir können Sei Videos nicht so böse. Ich bin nicht böse. Schreibt das in die Kommentare. Ja, die Kommentare. Nicht so böse. Sven's eigentlich so. Hier, das Schienensystem haben wir schon gelernt. Da gibt es Zubehör, kann man kaufen. Kann man zum Beispiel, keine Ahnung, Chipstütenhalter reinmachen. Nee, man kann wirklich Zubehör kaufen. Das gibt's so und das kann man in die Schienensysteme reinhängen und kann die auch untereinander austauschen. Gibt es auch im Bad, glaube ich, habe ich gesehen. Ja, das ist übrigens eine Truma Kombi. Nicht digital, sondern mit einem analogen Drehregler. Und du weißt, wie man es bedient? Ha. Nein. Willst du mal wissen? Ja, verrat's mir. Genau, wenn du mal dran drehst. Ja. In welche Richtung? Ja, ist egal, einfach mal drehen. Einfach mal drehen. So, du kannst also außen drehen Okay. und jetzt kannst du den Ring Ach, dahinter stimmt. drehen. Ja, ich Siehst du? merk's. Aha. Und mit dem. Ach, guck mal, jetzt ist genau, es jetzt auf ist es sogar eins. an. Ja, machen wir schnell aus. Oh Gott. Nee, auf 0 drehen, auf 0. Genau, und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Nimm mal die Finger weg, dann zeige ich es dir. Oben hast du nur warmes Wasser, einmal auf 60 Grad, einmal auf 40 Grad. Das wäre im Sommer, ohne Heizung. Ja. Wenn du runter gehst, hast du Heizung und warmes Wasser auf 60 Grad. Wenn du Heizung anmachst, hast du immer 40 Grad. So, und dann kannst du noch die von 1 bis 5 dann noch einstellen. Eigentlich total simpel. Viele lieben das. Ja. Das, also ich denke, wenn man es dann erklärt bekommt, so wie ich jetzt, dann versteht man es auch. Wenn es orange blinkt, ist kein Gas mehr drin. So, hier vorne habe ich dann den Landstrom. Das heißt, orange bedeutet, ich bin am Stromnetz angeschlossen. Dann habe ich den Hauptschalter links unten. Drück mal drauf. So, dann geht alles aus, merkst du? Das heißt, wenn ich gehe, drücke ich den Hauptschalter, geht alles auf einmal aus. Ja. Wenn du jetzt kommst, kannst du einfach andrücken. Dann geht alles auf einmal wieder an. Aber der Kühlschrank, wie ist Der das? bleibt an. Okay, weil da haben ja auch viele so in ihrer Wohnung, ne? Die drücken dann an der Tür ihren Nee, Hauptschalter. das ist nur für im Prinzip alles, außer die wichtigen Sachen wie Kühlschrank, Heizung und so. Das geht dann immer noch. Genau. Mach nochmal aus, dann zeige ich es mal gerade. Dann geht das ganze Lichtsystem komplett aus. Alles auf einmal und du musst also nicht jedes Mal jeden einzelnen Schalter Ja. und so weiter. Wenn du also deine optimale Einstellung für dein Licht gefunden hast, direkt, indirekt, hat ja unglaublich viele Schalter, kannst du es damit komplett ein- und ausschalten. Hier oben hast du dann noch jede Menge sogenannte Heki. Heki kommt von? Uff, ne, keine Ahnung. Heki habe ich gelernt auf der Messe, dass das diese kleinen Fenster sind. Ich glaube, es heißt Heben und Kippen. Heki. Heki, okay. Geil, oder? Macht Sinn, ja. Hört sich total süß an. So, setz dich mal dahin. Und ja, jetzt kannst du den Tisch mal ein bisschen hochheben. Vielleicht kann man den sogar noch ein bisschen in die andere Richtung verschieben. Guck mal. Jetzt mal wegschieben. Nee, das war's, gell? Ja, also hier. Geht aber hier vom Platz her geht's. Ja. Geht. So, eine weiße Tischplatte leicht zu reinigen. Hier kann ich dann mein Kaffeestündchen machen. Dann habe ich noch so leicht angeschrägte Sitze. Das heißt, wenn der Fahrt sitze ich nicht so ganz gerade. Ja. Ist okay. Sehr angenehm, ja. So, gehen wir bitte auf die andere Seite. Da habe ich jetzt sogar das Setup so gemacht, beide Sitze gedreht. Und hier kann dann einmal der Master of Disaster könnte dann natürlich, der Ehemann könnte dann rechts Platz nehmen. Übrigens, wenn ich mich über Männer beschwere, beschwert sich keiner. Das ist immer nur, wenn ich irgendwas über Frauen sage. So, die Männer dürfen immer die letzten Honks sein, ja, und die Frauen, aber wie, du sagst da irgendwas über eine Frau. Das ist wirklich so. Ist das schön? Ja, sehr angenehm. Sehr leicht drehbar. Da Schön. bist du so ein Drehkind, was auch beim Schaukelstuhl dauernd schaukelt. Ja. Cool. Das heißt, ich kann also genau meine Situation einstellen, wie ich das gerne hätte. Und da der Fernseher hier oben drin ist, ja,
hat man den Vorteil, man zieht ihn raus und du kannst dann optimal auf Fernsehen gucken. Was ja viele nicht mehr machen, denn man fährt ja nicht Ja. zum Fernsehen gucken im Urlaub. So, dann mach mal bitte die Sitze runter, dass wir das Hubbett mal runterlassen können. Ich glaube, ich muss drehen. Nee, ich glaube, es könnte sogar so gehen, wenn du die einfach nur die Rückenlehne einfach wegmachst. Genau. Das ist wahrscheinlich für. So, das könnte sogar schon gehen. Also wenn du die jetzt einfach so mal einklappst, geht's? Bisschen weiter, genau. So, und jetzt ganz runterdrückst. Okay, das langt. So, jetzt mal ein bisschen wegdrehen, richtig? So, und jetzt mal das gleiche mit dem anderen Stuhl. Ist gar nicht so schwer, oder? Wenn man es einmal kapiert hat. Aber ich hätte mich genauso angestellt. Ich hätte auch nicht gewusst, wie es. So, und jetzt. Ich denke, es langt. Also das sollte genügen. So, jetzt zieh mal hier vorne an diesem Hebel da, an dem schwarzen da. Siehst du, da ist ein Pfeil in die andere Richtung? Genau. Und dann wahrscheinlich. Ja, genau. Mach mal. Klack. Und das ist das Bett. Hey, wir haben es geschafft. Cool. Wir haben es vorher nicht geübt, oder? Nee. Jetzt darfst du da mal rauf. Das ist besonders einfach. So, Patrizia zieht mal kurz die Schuhe aus. Auto ist ja verkauft. Und dann zeigen wir mal, wie riesig dieses Hubbett ist. Das ist tatsächlich viel größer als das Queensbett hinten. Und hier könnte sogar Mann und Frau, der eine könnte hinten schlafen, der andere vorne, was auch übrigens viele machen. Der Mann schläft zum Beispiel hier oder hier könnte sogar das ganze Ehepaar schlafen, die Kinder hinten. Also man hat ultra viel Platz. Ich zeig mal gerade, also das ist eine richtige Zuziehen. Das ganze Auto besteht jetzt nur noch aus Bett, quasi. So ungefähr, ja. Gut, komm mal runter. Du hast ein eigenes Fenster übrigens mit dabei. Genau, springen wir auf den Sitz. So, und jetzt mal hochdrücken und sag mal, wie schwer das geht, das Hochdrücken. Ob das schwer ist oder ob das geht. Ach, Geht von ganz allein. Super easy, ja. Genau, nochmal runter ein bisschen. Jetzt, wo es so schön war. Auch einfach. Ja. Und nochmal hoch. Das ist wirklich einfach, oder? Ja. Ach, es geht von ganz allein hoch. Genau, Hast also gemerkt, die Gasdruckfeder. Genau, ja. Also ich brauche eigentlich nur kurz anschubsen und dann geht's schon. Ja. Haben wir irgendwas vergessen? Hier vorne habe ich noch so einen kleinen Sitz. Der ist ganz süß. Damit könnte zum Beispiel eine Person, die zu Gast ist, oder was könnte man noch machen mit dem Sitz, mit dem kleinen? Naja, also hier könnte auch mal ein Kind sitzen. Nein. Könnte, ja, aber was viel Geileres. Was viel Geileres? Ja. Sitzen. Okay. Steh mal auf. Okay. Dreh mal den Beifahrersitz. Ich weiß, was du willst. Kommst du drauf? Für die Füße drauf. Für die Füße drauf zu Ja, drücken, ja. das ist praktisch. Denn das ist nämlich der bessere Platz. Oh je, wenn du den jetzt gedreht kriegst. Oh Gott. Oh Gott. Guck mal vorne. Vorne sind so ganz viele kleine Schalterchen. Ganz unten, guck mal, nee. Ich mach jetzt erstmal. Genau, erstmal hoch. Ich filme das immer gern mit. Weißt du warum? Warum? Weil das nämlich fast allen Leuten widerfährt, die so ein Auto neu kriegen. Also es ist halb so wild eigentlich, oder? Aber die bekommen eine Einführung. Ja, ich glaube, die dauert mehrere Stunden hier. Die muss man mitbringen bei dem Auto. Da wird übrigens auch das Navigationssystem dann noch eingebaut. Das ist nie eingebaut. Das wird dann kurz vor Auslieferung wird das eingebaut. Und das ist... Ah ja. Hast gedreht? Ja. So, und jetzt kriegst du wahrscheinlich raus. Warte, ich zeig's mal komplett. So, und jetzt kann man nämlich hier schön sich ablegen. Genau. Mach mal etwas weiter zurück. Noch ein bisschen weiter. So ist doch schön, oder? Ja, optimal. So, ich halte die Kamera einfach mal 5 Minuten so und dann kannst du... Soll ich noch ein bisschen? Ist angenehm, oder? Es ist sehr angenehm, ja. Und das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Gut, da habe ich das natürlich nicht, aber da sitzt ja dann auch der Mann, der braucht das nicht. So, die Frau, die soll sich nach einem harten Tag, mit ihrem Mann ist ja schlimm genug, ja, soll sich dann erholen. Ich muss das wieder wettmachen mit dem Show. Hey, ich bin nur für Frauen. Hier vorne, guck mal gerade hier oben. Ist auch noch ein kleiner süßer Schrank. Also das ist überall Schränke, muss man sagen. Also am Ja. besten da mal rausgucken. So ein kleines Detail zeigen wir noch, bevor wir Schluss machen. Hier ist übrigens noch
die Haken mit dabei am richtigen Punkt. Hier habe ich so ein kleines Fach. Das kann ich auch komplett abnehmen. Und hier vorne habe ich dann, jetzt kommt's, du kannst verdunkeln. Weißt du, wie es geht? Ist doch easy, oder? Ja. So, jetzt guck mal, das ist aber jetzt, siehst du das Fenster? Das passt doch gar nicht. Wie würdest du denn das jetzt machen? Guck mal, das geht ja hinten so schräg. Ja. Und? Jetzt ist Schluss. Nee. Oder? Nee. Wahrscheinlich ist es. Nee. Machen wir weiter. Ja. Stopp. Ja. Du bist da unten eingeklemmt. Ziehst mal ein klein wenig zu dir raus. Ja. So jetzt hochziehen, das untere Teil hochziehen, genau. Und jetzt dagegen. Da ist ein Magnet. Nee, stopp. Nicht reindrücken, sondern rausziehen, Ja. genau. Und jetzt dagegen. Jetzt dagegen. So. Siehst du? Okay, verstehe. Jetzt ist so. Das ist so eine Art Ziehharmonika. Okay. Und du kannst sie dann komplett zumachen. Und das geht ruckzuck, wenn du es mal geübt hast. Einmal. Ich verlange jetzt nicht, dass du vorne zumachst. Denn da geht es genauso. Da hast du zweimal Magnet und das geht dann gegeneinander. Okay. Cool. Ich zeige mal gerade, wie es von außen aussieht. Komm mal raus. Jetzt sieht man die Schuhe an wieder. Und das ist dann der Blick, wenn ich dann verdunkelt habe von außen. So, die Markise ist dabei, die Thule Omnistor. Ja, hier steht er, der Carrado i339. Und der ist schon verkauft. Die Stehhöhe im Wohnbereich ca. 2,13 Meter. Die Länge sind 6,98 Meter, die Breite 2,32 Meter. Das zulässige Gesamtgewicht 3,5 Tonnen und die Anhängelast gebremst tatsächlich 2 Tonnen. 2850 Kilogramm im fahrbereiten Zustand und 650 Kilogramm Zuladung. Das könnte für die meisten Fälle auch wirklich genügen, wie es hier steht. Ja, wenn Sie Lust haben, wir sind bei Palmowski, haben auch kein Geld für die Berichterstattung bekommen. Hier könnte man es kaufen, natürlich auch bei jedem anderen Carrado-Händler, aber die waren ziemlich nett in Bielefeld, oder? Ja, mega nett. Haben uns den ganzen Tag drehen lassen. Ja, wirklich. Also super Team. Ich habe auch schon heute Morgen zu meinem Kumpel gesagt, ich glaube, hier herrscht auch wirklich ein super Arbeitsklima. Die Leute sind gut drauf, man wird gut beraten. Ist auch wirklich so. Also, ja, wirklich. Es gab auch direkt einen Kaffee, gab auch was zu trinken. Gut, das ist, Genau. glaube ich, das machen die alle so. So, normalerweise ist hier Maskenpflicht. Wir halten Abstand. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Genau. Und ansonsten muss jeder hier eine Maske tragen. Und ja, und wir haben geguckt, dass wir sonst keinem begegnen. Ich danke dir vielmals. Danke, Sven.